Stell dir vor, du stehst an einem kleinen, abgelegenen Bahnhof mitten im Tal, umgeben von Gebirge. Es ist Nacht, die Luft ist klirrend kalt und dicke Schneeflocken dämpfen jedes Geräusch. Es ist die Zeit zwischen den Jahren, diese magische Stille, in der die Welt den Atem anhält. Du siehst, wie im Wartesaal die Uhren neu gestellt werden. Draußen auf den Gleisen finden Wartungsarbeiten statt. Alte Waggons, die jahrelang schweres Gepäck geschleppt haben, werden abgekoppelt und aufs Abstellgleis geschoben. Sie fahren 2026 nicht mehr mit. Wir befinden uns in dieser Woche genau in diesem Moment des Übergangs. Die Rauhnächte wirken wie die fleißige Nachtschicht am Bahnsteig deines Lebens. Der Fahrplan wird neu geschrieben. Welche Züge nimmst du im neuen Jahr? Welche Ziele steuerst du an? Und was darf hier im Schnee am Bahnhof in der Vergangenheit zurückbleiben? In der ersten Woche des Jahres 2026, vom 29. Dezember bis zum 4. Januar, erleben wir den Wechsel von der inneren Einkehr hin zur neuen Struktur. Wir haben kraftvolle Portaltage, einen emotionalen Vollmond im Krebs, der uns dabei unterstützt, den emotionalen Koffer zu leeren, und Merkur, der uns im Steinbock unterstützt, das Ticket für die Weiterreise ganz klar zu lösen. Bist du bereit einzusteigen? Dann lass uns den Fahrplan lesen. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst, auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. Lass uns zuerst auf die allgemeine Atmosphäre dieser Übergangswoche blicken. Wir starten noch tief in der Energie der Rauhnächte. Die Sonne wandert durch den strukturierten Steinbock, was uns einlädt, Verantwortung für unseren weiteren Weg zu übernehmen. Doch gleichzeitig baut sich eine sehr emotionale Welle auf. Wir bewegen uns auf einen Vollmond im Krebs zu, der uns am Wochenende erwartet. Das ist sinnbildlich wie das große Reinemachen im Bahnhofsgebäude, bevor die neuen Gäste kommen. Es geht um das Loslassen von allem, was uns emotional nicht mehr dient. Dazu kommen 2 Portaltage, die die Schleier zur geistigen Welt dünner erscheinen lassen. Es ist eine Woche, in der wir Disziplin und Gefühl miteinander verweben dürfen. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenzial auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun die Schlüsselmomente der Woche genauer betrachten. Wir starten am Montag, den 29.12., direkt mit einem Portaltag. Es kann sein, dass du dich ein wenig wie im Nebel fühlst, besonders am Vormittag, wenn der Mond noch eine Pause macht, bevor er in den geerdeten Stier wechselt. Es ist ein wunderbarer Moment, um einfach nur zu sein, statt zu tun. Am Dienstag, den 30.12., aktiviert sich im Human Design das Tor 38. Das ist das Tor des Kämpfers oder besser gesagt desjenigen, der für seine Werte einsteht. Vielleicht spürst du einen inneren Drang, dich gegen alte Regeln aufzulehnen, die für dich keinen Sinn mehr machen. Da Merkur gleichzeitig in einem Spannungsaspekt zu Saturn steht, könnte es sein, dass dein Kopf etwas anderes will, als deine Pflichten es verlangen. Hier ist Geduld gefragt. Atme tief durch, wenn es sich eng anfühlt. Der Silvestertag, Mittwoch, der 31.12., ist erneut ein Portaltag. Eine sehr hohe Schwingung begleitet uns in den Jahreswechsel. Der Mondknoten verbindet sich harmonisch mit Mars. Das unterstützt uns auf unserem Lebensweg. Es ist, als ob die Lokomotive frische Kohle bekommt. Der Mond wechselt am Nachmittag in die kommunikativen Zwillinge. Das macht den Abend gesellig und leicht. Es ist eine gute Zeit, um Wünsche und Vorsätze auszusprechen und sich darüber auszutauschen. Am Neujahrstag, Donnerstag, den 1.1., wechselt Merkur, unser Planet des Denkens, in den Steinbock. Die Zeit der vagen Träume ist vorbei. Jetzt wird es konkret. Unsere Gedanken werden klarer, strukturierter und zielgerichteter. Gleichzeitig erinnert uns eine Verbindung zu Neptun daran, dass wir bei aller Planung die Fantasie nicht vergessen dürfen. Realität und Traum schließen sich nicht aus. Sie können gemeinsam etwas Neues kreieren. Am Freitag, den 2.1., wechselt der Mond in den Krebs. Damit tauchen wir tief in die Gefühlswelt ein. Die Sonne wird vom Mondknoten positiv unterstützt, was uns hilft, unseren Platz in der Welt zu erkennen und unser Selbstwertgefühl sanft zu stärken. Und dann am Samstag, den 3.1., erreichen wir den energetischen Höhepunkt, den Vollmond im Krebs um 11.05 Uhr.
Der Vollmond steht immer für einen Abschluss oder ein Loslassen. Im Zeichen Krebs geht es um Themen wie Heimat, Geborgenheit, Familie und unser inneres Potenzial. Wenn du dich an diesem Wochenende etwas dünnhäutig fühlst, ist das völlig okay. Es ist eine Einladung, gut für dich selbst zu sorgen, dich einzukuscheln und alles gehen zu lassen, was die emotionale Sicherheit raubt. Übrigens wird gesagt, wenn ein Vollmond während der Rauhnächte stattfindet, begleiten die Wolfskrieger oder auch Werwölfe Odin auf seiner wilden Jagd durch die Nacht. Den Sonntag lassen wir dann langsam ausklingen, bevor der Mond am Nachmittag in den Löwen wechselt und die Lebensfreude wieder weckt. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Wir beginnen mit den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Ihr seid die Initiatoren, die den Zug ins Rollen bringen. Für euch zeigt sich die Karte Ostara. Diese Karte steht für Vorbereitung, Erwachen und den kommenden Frühling, auch wenn es draußen noch winterlich ist. Sie erinnert euch daran, dass unter der Schneedecke bereits die Samen keimen. Die Verbindung zur Wochenenergie ist deutlich. Während der Steinbock-Einfluss Struktur fordert, sagt euch Ostara, bereite dich vor, aber erzwinge das Wachstum noch nicht. Putze den Bahnsteig, mach alles bereit für die Abfahrt, aber hab Geduld. Als Reflexionsfrage gebe ich dir mit, welchen Samen möchtest du jetzt in der Stille pflegen, damit er im Frühling blühen kann? Ein praktischer Tipp für dich ist ein physischer oder energetischer Frühjahrsputz. Räume eine Schublade auf oder reinige deine Räume mit Rauch, um Platz für das Neue zu schaffen. Danach Lüften nicht vergessen. Als energetischer Anker aus der Natur, Werbung, gelten in der Steinkunde traditionell der Mondstein, der oft mit zyklischen Prozessen in Verbindung gebracht wird, oder der Chrysopras als Talisman des Steinbocks. Im Bereich der Aromakunde wird dem Duft von Zitrone oder Birke nachgesagt, eine Atmosphäre der Frische und Reinigung zu unterstützen. Ein mögliches Ritual, das dieser Energie entspricht, ist das Pflanzen von Blumenzwiebeln, bei dem du deine Wünsche symbolisch mit in die Erde gibst. Weiter geht es mit den fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Ihr seid die Bewahrer, die Energie halten. Für euch fehlt die Karte Dunkelheit. Lass dich vom Namen nicht abschrecken. Diese Karte steht für das Mysterium, für die Tiefe und das Verborgene, das erforscht werden will. Es ist der Raum, in dem die wahre Transformation geschieht, bevor sie sichtbar wird. In dieser Vollmondwoche lädt dich diese Karte ein, auch deine tiefen Gefühle zu erleben und zu zeigen. Der Vollmond im Krebs kann Dinge an die Oberfläche spülen. Die Dunkelheit ist wie der Tunnel, durch den der Zug fahren muss, um ins Licht zu kommen. Vertraue darauf, dass du geführt wirst. Deine Reflexionsfrage lautet, welches Geheimnis oder welches verborgene Talent schlummert in mir und wartet darauf, entdeckt zu werden? Mein Tipp für dich, zieh dich bewusst etwas zurück. Suche die Stille, vielleicht bei einem Spaziergang am Abend oder in der Meditation. Als energetischer Anker, Werbung, werden traditionell der Obsidian oder der Onyx genutzt, denen nachgesagt wird, Themen der Erdung und des Schutzes zu symbolisieren. Düfte wie Weihrauch oder Myrrhe gelten seit jeher als Begleiter für Momente der Stille und Innenkehr. Ein passendes Ritual könnte sein, in eine Kerzenflamme, Feuer bitte nie unbeaufsichtigt lassen, zu schauen und meditativ zu beobachten, was sich aus dem Verborgenen zeigen möchte. Und schließlich schauen wir auf die flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Ihr seid die Anpassungsfähigen, die den Übergang gestalten. Eure Karte ist Blütenknospen. Das ist ein wunderschönes Bild für das Erwachen und den Beginn eines neuen Zyklus. Die Energie ist zart und voller Potenzial. Passend zum Jahresneustart zeigt diese Karte, dass du bereit bist, dich zu entfalten. Aber wie bei einer Knospe braucht es Schutz und sanfte Wärme. Der Merkur im Steinbock unterstützt dich dabei, deine Ideen zu strukturieren, damit die Blüte stabil stehen kann. Frage dich in dieser Woche, welches neue Projekt oder welche neue Seite an mir möchte sich jetzt sanft entfalten. Der Tipp für dich ist, sei geduldig mit dir, reiß die Knospe nicht gewaltsam auf, vertraue dem natürlichen Rhythmus. Als energetischer Anker aus dem Reich der Mineralien, Werbung, stehen symbolisch der Rosenquarz oder der Aventurin für Themen wie Wachstum und Sanftheit. In der Welt der Düfte wird Jasmin oder Rose oft mit der Entfaltung und Herzenswärme assoziiert. Ein Ritualvorschlag
wäre das Erstellen einer Collage oder eines Vision Boards, um deinen noch zarten Ideen ein erstes sichtbares Bild zu geben. Zusammenfassend ist diese Woche zwischen den Jahren eine kraftvolle Schwellenzeit. Wir haben die klärende Kraft des Steinbocks, die uns unterstützt, Verantwortung zu übernehmen, und die weiche emotionale Kraft des Krebsvollmonds, der uns einlädt, gut für unser inneres Erleben zu sorgen. Es ist die perfekte Zeit, um am Bahnhof deines Lebens zu stehen, das Gepäck zu prüfen und dann voller Vertrauen in den Zug nach 2026 zu steigen. Bevor ich mich verabschiede, noch eine letzte Durchsage am Bahnsteig. Werbung. Mein Rauhnächte-Journal ist nur noch bis zum 7. Januar erhältlich. Wenn du die Fragen und Impulse auch für die kommenden Monate als Begleiter nutzen möchtest, um zu schauen, welcher Wunsch sich wann erfüllt, dann ist jetzt die letzte Gelegenheit, es dir zu sichern. Den Link findest du in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen, den Kristallen, Ölen oder die von mir erwähnten Produkte findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.